Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, letzte Woche hatten wir ja Marauder auf dem Wi-Fi Devboard angeschaut und diese Woche werden wir uns Marauder auf dem Cheap Yellow Display anschauen. Ja, das Cheap Yellow Display ist hier wirklich ein kleines, kompaktes Gerät. Es ist, wie der Name sagt, cheap. Es ist wirklich nicht teuer. Es kostet ungefähr 15 € und ist damit deutlich günstiger als wie der Flipper Zero an sich und das Wi-Fi Devboard. Ja, ich werde euch zunächst ein bisschen zeigen, wie das Display aufgebaut ist, was wir hier für Anschlussmöglichkeiten haben, was uns dieses kleine interessante Board alles bietet und danach schauen wir uns an, wie wir hier auch Marauder drauf flashen können. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das letzte Video von dir war ja doch schon wieder ein bisschen länger her als wie gewohnt, dann liegt es daran nicht, dass ich etwa hier faul war, sondern ich bin von Salzburg nach Berlin geflogen. Ja, ich habe da einen Vortrag halten dürfen zur Sicherheit im Bankenumfeld. IT-Security im Bankenumfeld ist natürlich sehr wichtig und ich bin auch die nächsten Wochen noch auf einigen Veranstaltungen in Deutschland unterwegs, wo ich hier als Gastredner eingeladen wurde. Ja, wenn es euch interessiert, schaut auch gerne mal bei LinkedIn vorbei. Da poste ich auch immer wieder, was ich an Vorträgen halte oder wo ich zuletzt wieder unterwegs war. Doch heute schauen wir uns, wie gesagt, jetzt gleich mal mit dem Cheap Yellow Display an, was wir hier damit Interessantes machen können. Seid gespannt, wir starten wie immer nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, Odyssey, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, ich habe es euch in der Einleitung bereits gesagt, heute Cheap Yellow Display Time und wir starten erstmal damit, dass ich euch mal zeige, wie ist das Cheap Yellow Display aufgebaut und was kann das Ganze. Ja, da haben wir jetzt das Cheap Yellow Display. Wenn ihr das Ganze bestellt, ich habe euch hier unten den Link in die Videobeschreibung rein, dann wird das Ganze in so einer kleinen Plastikschachtel geliefert und wir haben dabei einmal einen kleinen Touch Pencil, mit dem man dann das Display hier bedienen kann und wir haben hier so ein kleines Verbindungskabel, für was es noch sein soll, das sage ich euch gleich, und wir haben das Cheap Yellow Display. Auf der einen Seite haben wir den Touchscreen, der hat hier noch eine kleine Schutzfolie drauf. Ich habe die jetzt einfach mal drauf gelassen. Und auf der Rückseite sehen wir im Prinzip, um was es sich hier handelt. Wir schauen uns jetzt mal kurz an, was wir hier alles vorfinden, damit ihr ein bisschen einen Überblick habt, was ihr auch hier in der Hand habt. Ja, zur Erklärung nehme ich mir hier gleich mal den kleinen Stick in die Hand. Dann habe ich auch gleich einen kleinen Zeigestab. Ja, das Herzstück unseres Cheap Yellow Display ist hier oben dieses kleine aufgelötete Modul. Das ist unser ESP32 und zwar in der Version, die auch Bluetooth unterstützt. Ja, das unterscheidet den hier zum Wi-Fi Devboard, denn das Wi-Fi Devboard kann kein Bluetooth, der hier, der kann schon Bluetooth. Ja, an der Seite hier oben finden wir zwei Erweiterungsanschlüsse, die werden wir im Bereich Marauder nicht benutzen, das sind die IO1 und IO2. Ja, gerade dass ihr es mal gehört habt. Was wir hier haben, ist eine RGB-LED. Das ist die gleiche, die ihr auch vom Wi-Fi Devboard kennt. Die kann hier auch die entsprechenden Stati, zum Beispiel Angriffsmodus oder Listener-Modus, entsprechend visualisieren, was hier unsere Firmware alles tut. An der Seite hier haben wir einen SD-Karten-Slot. Ich habe hier einfach eine ganz alte, in dem Fall ist es eine 2 GB SanDisk-Karte im FAT-Format formatiert und hier mal vorbereitet. Dann kann man auch hier die Daten ganz komfortabel auf die SD-Karte speichern. Mein Board, was ich euch hier auch verlinkt habe, das ist das relativ neueste Cheap Yellow Display und zwar ist das die 2 USB-Variante, weil wir haben hier einmal den USB-C-Anschluss und wir haben hier einen alten Micro-USB-Anschluss. Die älteren Boards haben lediglich den Micro-USB-Anschluss und noch nicht den USB-C.
Wie gesagt, wenn ihr euch eins kauft und wenn ihr ein bisschen ein aktuelleres kaufen wollt, nutzt meinen Link da unten, dann habt ihr auf jeden Fall die 2 USB-Version, die deutlich besser ist. Ja, das hier unten, das ist der USB-Treiber, das ist der klassische CH340, den ihr auch auf verschiedenen Arduino-Boards findet. Interessant nochmal ist der Port hier unten. Der Port hier unten, der bietet uns einen TXRX-Anschluss. Damit können wir hier auch externe Module anschließen. Zum Beispiel können wir hier unten ein GPS-Modul anschließen, damit wir hier mit Marauder auch die Koordinaten aufzeichnen können, wo wir zum Beispiel Bluetooth-Geräte oder auch WLAN-Geräte vorgefunden haben. Das Ganze ist ganz cool, das könnte man sich auch mal in einem anderen Video anschauen. Ich würde mir auch gerne mal da ein passendes GPS-Modul bei Ali bestellen und dann können wir das Ganze mal anschließen und testen, wie das Ganze hier mit dem GPIO-Display funktioniert. Ja, schauen wir mal weiter. Das kleine Teil hier unten, das ist für die Hintergrundbeleuchtung und gleich da oben drüber haben wir einen Anschluss für einen Lautsprecher. Lautsprecher ist jetzt nicht supported bei Marauder, von dem her nur, dass ihr es mal gehört habt, aber ist jetzt nichts Weltbewegendes für uns. Das wäre hier der Audio-Chip dazu. Ja, hier oben wäre Platz noch für einen Flash-Chip. Der ist jetzt hier nicht mit drauf. Da könnte man theoretisch das Ganze noch um so ein Winbond SPI-Flash ergänzen. Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Hier oben finden wir den Touch-Controller, der hier für die Touch-Erkennung und Verarbeitung zuständig ist. Und hier oben haben wir noch die Reset- und die Boot-Buttons. Oben haben wir Reset, unten Boot. Das brauchen wir jetzt dann auch zum Flashen. Ja, für so ein kleines, günstiges Board haben wir relativ gute Ausstattung. Möglichkeit, andere Sachen noch anzuschließen, sowohl hier unten als auch, wie gesagt, hier oben. RGB-LED an Bord, SD-Kartenleser, also eigentlich wunderbar. Ja, dieses kleine Kabel übrigens, was ich am Anfang erwähnt habe, das ist gedacht, damit man hier unten was anschließen kann. Ja, dieses Kabel könnte man dann für den GPS-Empfänger hier entsprechend kürzen, abschneiden, den da anlöten und dann kann man den hier unten einfach mit anstecken. Ja, nachdem wir jetzt wissen, was wir hier mit dem GPIO-Display für ein tolles Gerät haben, werden wir uns auch mal schauen, wie wir hier die Marauder-Firmware drauf flashen können. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung, sorry. Ja, wenn dir meine Videos gefallen und du meine Arbeit im Bereich IT-Security unterstützen willst, dann solltest du Kanalmitglied werden. Ja, mit einem kleinen monatlichen Beitrag hilfst du mir hier bereits schon, weiter Beiträge zur Schulung, zur Awareness und zur IT-Sicherheitsforschung zu produzieren. Den Button zur Kanalmitgliedschaft findest du hier direkt unter dem Video und ich würde mich freuen, dich als Kanalmitglied willkommen zu heißen. Ja, und du möchtest meine Arbeit unterstützen und möchtest aber nicht gleich Mitglied werden, dann sag einfach mit einem Super Thanks Danke. Dadurch kannst du mir auch einmalig was zurückgeben, wenn dir irgendein Beitrag besonders gut gefallen hat. Ich freue mich auf jeden Fall über jeden von euch. Vielen Dank für deinen Support, doch jetzt zurück. Ja, vom Grundsatz ist es natürlich relativ ähnlich, wie wir das Wi-Fi-Devboard geflasht haben. Ja, doch dadurch, dass das GPIO-Display in einer bunten Vielfalt an Varianten ja kommt, müssen wir hier ein bisschen aufpassen und es ist nicht jede Firmware mit jedem GPIO-Display kompatibel. Ja, das GPIO-Display, was ich hier habe, das habe ich euch auch hier unten in der Videobeschreibung mit rein verlinkt. Wenn ihr das kauft, dann funktioniert auch das, was wir uns jetzt als nächstes anschauen. Ja, zum Thema Firmware-Flashen starten wir einfach mal auf GitHub im Marauder Repository von Just Call Me Coco. Dort findet ihr ja im Bereich weiter unten die letzten Veröffentlichungen der Firmware. Wenn ihr da mal schaut, seht ihr hier, in meinem Fall ist es die Version 1.8.10 und wir sehen hier unten die vorbereiteten Binaries für die verschiedensten Boards, wo Marauder drauf läuft. Unter anderem sehen wir hier auch das GPIO-Display. Das GPIO-Display, gerade wenn wir hier rechts schauen, wie die Binärdateien bezeichnet sind, sehen wir, dass es nicht nur ein GPIO-Display gibt, sondern in dem Fall sogar 3 Ausprägungen. Und hier unten finden wir das mit der Ergänzung 2 USB. Das ist genau das Board, was ich euch gerade gezeigt habe mit den 2 USB-Anschlüssen. Ja, dadurch, dass die Boards hier teilweise mit unterschiedlichen Touch-Displays ausgeliefert werden, ist es manchmal nicht so einfach, dass die Firmware, die euch hier angeboten wird, auch tatsächlich auf eurem GPIO-Display läuft.
ja, um hier ein bisschen mehr Sicherheit reinzubekommen mit den verschiedenen unterschiedlichen GPIO Displays, habe ich mir ein Projekt noch rausgesucht, und zwar von Frank Fletcher. Der bietet hier ein Repository, ich verknüpfe es euch auch unten in der Videobeschreibung mit rein, nämlich mit entsprechenden Anpassungen für die verschiedenen Jeep Yellow Display. Kleiner Nachteil, er hängt mit der Firmware-Version 1.4.3 ziemlich hinten nach, bloß er hat hier auch schon verschiedene Anpassungen gemacht. Wir sehen es hier mit Support für verschiedene Display-Treiber, Displaygrößen, da hat er ziemlich viel Anpassungen gemacht. Ob diese Anpassungen jetzt auch schon im offiziellen Repository von Marauder bereits angepasst wurden, ob er das hier zurückgespielt hat, das kann ich so nicht sagen. Zumindest für die ersten Tests hier finde ich das schon mal sehr gut, weil wir können hier auch unter Berücksichtigung verschiedener GPIO Display Hardware sicherstellen, dass ihr zumindest schon mal eine zumindest rudimentäre Marauder Version zum Laufen bekommt. Ja, zum Flashen von der angepassten Frank Fletcher Version gibt es hier einen extrigen Web-Flasher. Wie gesagt, nur Version 1.4.3 ist die höchste. Ja, und damit kann ich hier das Board ohne größere Anpassungen flashen. Um das Board zu flashen, muss ich es wie beim Wi-Fi Dev Board mit gedrückter Boot-Taste anstecken und dann kann ich hier mittels Connect mir dieses Board auch suchen. Ja, in meinem Fall funktioniert das nicht, weil ich habe es nämlich in einem anderen Tab bereits verbunden, denn ich wollte nicht die Version 1.4.3, ich wollte hier die aktuellste Marauder Version drauf flashen, und wie wir das machen, das zeige ich euch nämlich, denn wir haben ja auch noch die Möglichkeit, das Ganze mit der URL, die hinten mit manuell noch dran hängt, auch manuell zu flashen. Hier seht ihr das Ganze, hier habe ich das Ganze schon für euch durchgeführt. Wichtig ist, dass wir aber zumindest die richtigen Bootloader und Partitions Files bereits vorbereitet haben. Dazu gehen wir hier nochmal zurück, denn hier im entsprechenden README sehen wir einmal den ganz normalen Webflasher, den ich euch gezeigt habe. Der ist auch empfohlen, wie gesagt, da nur, ich sage es jetzt bereits zum dritten Mal, aber auch nur in der veralteten Version zum automatisierten Flashen. Ich wähle hier das GPIO Display 2 USB aus, wähle mir hier die Version aus und flashe das mit einem Klick. Wenn wir auf die aktuellste Marauder Version wollen, dann brauchen wir den Manual Flasher. Das war der, den ich euch hier oben gerade in dem anderen Tab gezeigt habe. Ganz wichtig, dazu brauchen wir einmal den Bootloader, die Partitions und die Firmware. Bootloader und Partitions könnt ihr hier runterladen. Die speichert ihr euch schon mal, aber Firmware, wenn ich da jetzt drauf gehe, habe ich wie gesagt wieder nur diese veraltete Version. An der Stelle müssen wir jetzt nochmal zum Just Call Me Coco Repository zurückwechseln, und zwar hier sind ja die Firmwares entsprechend auch gelistet, beziehungsweise nochmal eins zurück, hier hatten wir es ja schon im Bereich vom letzten Release, und wenn wir da ganz nach unten gehen, sehen wir hier passend, jetzt muss ich gerade schnell schauen, wo haben wir es? Ah ja, ganz oben. Da haben wir unser GPIO Display 2 USB. Einfach draufklicken, runterladen und speichern. Wenn wir dann in den manuellen Flasher gehen, wählen wir hier als erstes mit einem Offset von 1000 wieder die Bootloader-Datei aus. Da draufklicken, geht der File Manager auf und entsprechend auswählen. Dann als nächstes unter Offset 8000 wählt ihr die Partitions-File aus und unter 10.000 die gerade runtergeladene Firmware-Bin-Datei von Just Call Me Coco. Wenn ihr das Ganze dann entsprechend flasht, sehen wir hier unten dann in der Ausgabe, wie gesagt, mit gedrückter Boot-Taste anstecken, verbinden. In meinem Fall ist er verbunden, und dann auf Flash gehen. Dann sehen wir hier unten, wie er einmal den Bootloader flasht, danach flasht er die Partitions-File und als allerletztes, das dauert dann am längsten, die tatsächliche Firmware. Wenn dann alles richtig funktioniert hat, dann entweder das Board noch einmal abstecken und wieder anstecken oder mittels Reset-Taste in den Neustart versetzen. Dann solltet ihr mit dem Bootscreen von Marauder begrüßt werden.
Ja, und wenn wir dann alles erfolgreich gemacht haben, dann sollte auch die Marauder Firmware auf dem Jeep Yellow Display laufen. Falls es bei euch nicht funktioniert, dann liegt es daran, dass euer Jeep Yellow Display abweichend von meinem ist. Das heißt, es könnte hier ein anderer Display-Treiber sein, es könnte von der Hardware anders sein. Es ist vielleicht nicht die 2-USB-Variante, vielleicht nur die alte Micro-USB-Variante. Da müsst ihr einfach schauen, dass ihr dann auch hier die richtige Firmware zu eurem Board passend und auch zu eurem Display-Treiber verwendet. Ja, im nächsten Video werden wir uns dann nochmal genauer natürlich mit der Marauder Firmware auf dem Jeep Yellow Display beschäftigen, denn wer sich ans letzte Video hier erinnern kann, der wird wissen, dass das schon ein rechtes Rumgeklicke auf dem Flipper Zero war, wenn man hier zusammen mit dem Wi-Fi Devboard agieren möchte. Das ist mit Touch Display natürlich weitaus komfortabler. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet ihr auch wieder benachrichtigt, wenn ich neue Videos zur IT-Security für euch hochlade. Ja, mich freut's, wenn es auch euch gefallen hat. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Video. Ciao, euer Rek.